Auf dem Kirchberg über Pfünz im Altmühltal befinden sich die Überreste des römischen Castells Vetoniana. Südlich des Kastells an der Straße, die noch heute als Feldweg erkennbar ist, lag das Lagerdorf und ein Jupitertempel. Der Ort des Tempels war Fundort eines Münzschatzes und ist heute durch eine Säule gekennzeichnet. Das Kastell ist ein Rechteck von etwa 190 Meter Länge mit einer Breite von 145 Metern. Es wurde zunächst als Holz-Erdkastell erbaut und dann später zum Steinbau ausgebaut. Erbaut wurde das Kastell um 90 nach Christus. Heute sind die nördliche Toranlage sowie ein Teil der Wehrmauer wieder aufgebaut. Sichtbar sind ebenfalls die Fundamente des Süd- und Westtors, das Fundament eines Eckturms im Südosten und Teile des Grabensystems mit Doppelgraben. Das Kastell war Teil der Grenzbefestigung des obergermanisch-rätischen Limes, einer mehr als 550 Kilometer langen Außengrenze des Römischen Reichs zwischen Rhein und Donau. Lange Grenzabschnitte waren gegen groß angelegte Plünderungszüge nicht zu verteidigen. Deshalb nutzte das Römische Reich die Strategie der Grenzsicherung durch den Limes. Das Castel Vetoniana war ein Kohortenkastell mit einer gemischten Besatzung von vermutlich 600 Soldaten, davon 128 Reiter und 480 Fußsoldaten, einschließlich Bogenschützen und Schleuderern. Der Limes war dabei kein Festungswerk. Vielmehr diente er zur Kontrolle und Lenkung des Waren- und Personenverkehrs und stellte im Bedarfsfall eine schnelle Nachrichtenübermittlung zwischen den Wachposten entlang des Limes und den rückwärtigen Kastellen sicher. Die eigentliche Verteidigung der Grenze wurde durch die in den Kastellen an strategischen Punkten bereitstehenden Truppen sichergestellt. Im Tal östlich des Kastells entlang des Pfünzerbaches lag eine Zivilsiedlung und ein römisches Beamtenhaus. Die Kastellbesatzung hatte die Aufgabe, an der Reichsgrenze für Ruhe und Ordnung zu sorgen, Straßen und Brücken instand zu halten und im Falle, dass Eindringlinge den 15 Kilometer nördlich gelegenen Limes überschreiten, zum Gegenangriff bereitzustehen.
Um die Mitte des 3. Jahrhunderts wurde das Kastell bei einem Alemanneneinfall zerstört. Im Gegensatz zu einer Burg war ein Kastell weniger auf die Verteidigung ausgerichtet und erfüllte mehr den Zweck eines gesicherten Lagers. Funde im Südostturm, der angefüllt mit Brandschutt, Waffenteilen und menschlichen Knochen war, deuten auf einen Überraschungsangriff hin, der zur Zerstörung des Castells Vettoniania um das Jahr 233 führte. Der gut ausgebaute Wanderparkplatz am Kastell lädt zu einem Spaziergang oder zu einer längeren Wanderung ein. Unten in der Beschreibung zum Video ist ein Vorschlag für eine Wanderung verlinkt.